geben. Wir behalten Sie auf dem Laufenden. Masken und Abstand helfen beim Verhindern von Ansteckungen. Aber auf lange Sicht liegt Hoffnung auf der Covid-Impfung. Ihre weltweite Verteilung ist eine logistische Herausforderung, vor allem beim Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Der muss bei minus 80 Grad Celsius transportiert und gelagert werden. Für das braucht es Trockeneis. Viel Trockeneis. Für das sorgt unter anderem eine Firma in Eschliken im Thurgau und Michael Weinmann. Der ist heute dort schauen. In diesem Tank hier ist das Grundprodukt, das es braucht für Trockeneis, Kohlendioxid, also CO2. Und jetzt gehen wir mal rein zu den ASCO, hier zu Eschliken. Da wird nicht Trockeneis hergestellt, aber die Maschine, mit der man Trockeneis herstellt. Und ich packe jetzt hier mal noch einen Schneeball ein. Jetzt mal einen Vergleich machen. Schnee kennen wir, ist kalt, weiss, wenn man es zusammendrückt, relativ hart. Und dann unterscheidet sich rein äußerlich gar nicht so sehr vom Trockeneis. Nur das hier ist Wasser und das ist Kohlendioxid, CO2. Der Schneeball ist um die 0 Grad und Trockeneis ist etwa minus 80 Grad Celsius. Und darum kann man sich da drauf verbrennen. Darum habe ich auch Händchen an. Ist ein sehr gefragtes Produkt momentan. Und über das möchte ich reden mit dem Leiter Marketing, Fabian Weber. Darf ich aus dem Gespräch rausholen? Herr Weber, Sie sind anfangs der Corona-Pandemie, haben Sie mir gesagt, Umsatzeinbußen gehabt, haben Kurzarbeit müssen einführen. Und jetzt haben Sie das Gegenteil. Sie arbeiten sogar am Samstag. Was ist da passiert? Ja, nachdem der Impfstoff von BioNTech Pfizer zugelassen wurde, ist Trockeneis natürlich in aller Munde, weil der Impfstoff tiefkalt transportiert werden muss. Und seit dem Zeitpunkt ist die Nachfrage nach unserer Trockeneisproduktionstechnologie natürlich erfreulicherweise sehr groß. Ich habe gesagt, Sie tun selber nicht Trockeneis produzieren, aber Sie tun natürlich, bevor Sie es verschicken, testen, dass die Maschine funktioniert. Weil die zwei hier, haben Sie gesagt, sind verkauft. Wo gehen die an? Für was? Die beiden gehen zu unserer Niederlassung nach Florida in die USA und von dort aus zu 2 großen Trockeneisproduzenten in den USA. Jetzt, das Trockeneis da, das wird, Sie haben es gesagt, momentan vor allem für den Impfstoff natürlich kennt man, eingesetzt, aber es gibt ja noch andere Branchen, also eben Pharma, Catering, was zählt denn noch dazu? Die ganz große Branche ist sicherlich der ganze Logistikbereich, also alles, was kalt transportiert werden muss, insbesondere Lebensmittel. Da kommt Trockeneis sicherlich zum Einsatz. Dann Pharma, wie Sie angesprochen haben. Dann Aviation ist ein großes Thema. Also die großen Flughäfen der Welt haben Trockeneispelletizer. Eigene Maschinen? Die eigene Maschinen, genau, um letztendlich dann auf dem Flug die Lebensmittel, die Getränke zu kühlen, weil es einfach auch den Vorteil hat, dass zum Beispiel keine Wasserrückstände bleiben im Flieger dann. Lassen Sie uns mal noch dort rübergehen. Es ist quasi die gleiche Maschine, einfach offen, dass man reinschauen kann. Und mir ist klar, man kann wahrscheinlich nicht in 20 Sekunden erklären, wie es genau funktioniert. Aber probieren Sie es doch einmal. Gar kein Problem. Das flüssige CO2 wird hier in die Maschine geleitet, wird hier unter kontrollierten Bedingungen entspannt. Dadurch entsteht CO2-Schnee, Trockeneis-Schnee. Und der wird dann mit knapp 200 Bar hier in dieser Presskammer komprimiert, vorne durch eine Extruderplatte gedrückt mit speziellen Extruderlöchern. Und am Ende kommt letztendlich dann das Produkt, die Trockeneispellets, raus. Gibt es auch in verschiedenen Durchmessern. Und gerade jetzt im Logistikbereich oder im Impfstoffversand sind es die 10 oder die 16 mm Durchmesser, die sehr gefragt sind. Sehr beliebt und die Bücher sind immer noch voll für die nächsten Monate. Viel Erfolg in diesem Fall. Danke vielmals, Fabian Weber. Dankeschön. Dürfen wir da reinschauen. Und eben, das sind jetzt die man braucht, so in der Größe, um den Impfstoff zu transportieren oder eben im Catering-Bereich oder in der Logistik. Aber für uns Laien ist Trockeneis vielleicht am ehesten bekannt aus einer ganz kleinen Nische, nämlich im Unterhaltungsbereich. Ich muss erst Schutzbrillen anlegen. Man kann ja momentan nicht an Konzert und nicht in die Disco gehen, aber dort hat es doch sonst den schönen Bodennebel gegeben. Und wenn man jetzt eben Trockeneis mit Wasser mischt, dann gibt es den wunderbaren Show-Effekt. Ja, genau, das haben wir doch gesehen. Der Michael Weinmann über die Trockeneis Maschinenfabrik mit den vollen Auftragsbüchern. Und falls Sie sich jetzt gefragt haben, was der Trockeneis überhaupt kostet, etwa 3 Franken pro Kilo.